Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Togo Reisemobile. Wir starten heute mal in eine ganz neue Welt für uns. Vor ein paar Tagen, Wochen haben wir euch gefragt bei Instagram und in unserem YouTube-Feed, was ihr für Fragen zu den Fahrzeugen habt, wenn wir Fahrzeuge vergleichen. Und das haben wir jetzt mal gesammelt und in dem heutigen Video wollen wir ein bisschen auf eure Fragen eingehen. Dafür haben wir uns ein Pössl Touring S Plus, ein Westfalia Columbus 600D und ein Lastrada Avanti XL hier hergestellt. Alles drei Fahrzeuge mit 6 Meter, also dem gängigsten Grundriss mit Heckbett quer drin, um euch so ein bisschen zu zeigen, wo die Unterschiede zwischen den einzelnen Marken sind, im groben Einstieg und vor allem eben auch auf eure Fragen einzugehen. Wir haben gemerkt, dass die Fragen teilweise sehr spezifisch sind, teilweise sehr, sehr groß gefasst sind. Das heißt, es wird nicht ganz einfach sein, auf alles einzugehen, was da ist, aber ich gebe mein Bestes und wir werden die Fragen, die dann noch offen sind, in den nächsten Videos immer mal mit einfliegen und oder einfließen lassen. Darüber hinaus werden wir auch in Zukunft, weil ich doch ganz begeistert bin, wie viel Feedback von euch so kommt, das immer mal wieder machen. Das heißt, gerade wenn wir spezifische Videos demnächst filmen werden, dass wir rechtzeitig vorher das nochmal verkünden sozusagen, damit ihr die Fragen auch in den Videos stellen könnt. Wenn ihr an solchen Sachen Interesse habt, dann solltet ihr unseren Kanal abonnieren. Einfach hier unter dem Video auf Abonnieren drücken. Dann kriegt ihr nämlich über die Mitteilung, wenn ihr die Glocke aktiviert habt, auch immer eine Mitteilung über diesen Community-Feed, wo drin steht, demnächst filmen wir das und das. Oder noch etwas einfacher für uns und für euch ist wahrscheinlich, wenn ihr uns bei Instagram folgt, weil Chris das da dann auch rechtzeitig posten wird, so dass wir vielleicht in den zukünftigen Videos immer noch ein bisschen mehr von euch mit reinnehmen können. Bevor wir in die Details eurer Fragen eintauchen, will ich so ein bisschen meinen persönlichen Eindruck von den Marken geben. Das ist natürlich so ein bisschen über jahrelange Geschichte geprägt, weil wir zum Beispiel Lastrada schon als, ich glaube, zweitdienstältester Händler machen. Westfalia, ich mir einen alten VW-Bus gerade restauriert habe und eigentlich einfach schon seit Jahren großer Pössl-Fan bin. Also man hat so für alles seine ganz speziellen Dinge und ich weiß, wie schwer es ist, das untereinander zu vergleichen. Und wir kriegen ja auch in den Gesprächen hier vor Ort mit, wie unterschiedlich die Fragen sind. Deswegen ist so ein Vergleich das eine, was man machen kann. Das andere ist aber auch, dass ihr von Anfang an eigentlich so ein bisschen wissen müsst, wo ihr hin wollt. Ich sage das immer ganz flapsig, wenn ihr wisst, was für eine Nasszelle ihr haben wollt, wie die Bettanordnung sein soll, was ungefähr euer Budget ist und wie es ungefähr aussehen soll, dann kann man eigentlich relativ schnell diese wahnsinnige Flut an Grundrissen und Fahrzeugen, die es am Markt gibt, eindampfen auf ganz wenig und dann gucken wir uns das mit euch oder ihr euch in den Videos an und dann weiß man sehr schnell, wo man hingehört und was man macht und da hat jeder so unterschiedliche Vorlieben. Und dafür sind die drei Fahrzeuge einfach der perfekte Anzeiger sozusagen, wie unterschiedlich die Autos sind, weil sie sind, wenn ihr Grundrisszeichnungen nebeneinander legt, sind alle 6 Meter, Heckbett quer, Sitzgruppe vorne, Nasszelle und Küche in der Mitte. Aber schon von außen sieht man im Prinzip, bei Lastrada setzt mit dem Avanti XL auf das H3-Dach. Es hat ganz unterschiedliche Vorteile. Wir haben den XL auch neulich gerade ganz ausführlich vorgestellt. Da blenden wir euch einfach mal den Link ein. Da könnt ihr noch mal ein bisschen eintauchen in die Lastrada-Welt. Hat dazu eine unfassbar hohe Individualisierung, die möglich ist. Westfalia wiederum ist sehr schlicht technisch im Innendekor. Ist von außen auch im Design zurückgenommen und hat zum Beispiel als einziger Hersteller ein eigenes Aufstelldach, was ein bisschen höher ist als alle anderen und eine Warmwasser-Fußbodenheizung und serienmäßig eine Dieselheizung, dafür einen großen Stauraum, aber das Ganze eben sehr technisch neutral in der Optik. Und dann steht Pössl da hinten nochmal zusätzlich mit in der Ecke, einfach eine Marke, wo ihr ein unfassbar gutes Preis-Leistungs-Verhältnis habt und in einem super günstigen Grundpreis auch schon alles mit drin ist. Aber was hilft in Anführungsstrichen der günstigste Grundpreis, wenn man kommt und sagt, ich möchte bitte die breite Sitzbank und die Fußbodenheizung vom Westfalia haben? Dann seid ihr sehr schnell mit der Entscheidung fertig. Wenn ihr riesengroß seid und eine hohe Stehhöhe braucht, dann braucht ihr ein hohes Auto. Dann gibt es von Pössl den Road Cruiser XL und den Revolution und von Lastrada die ganzen Fahrzeuge mit den H3-Dächern. Aber dann kommt ein Westfalia für euch zum Beispiel nicht in Frage.
Und dann darf man an einer Stelle ja auch, oder an dieser Stelle ja auch immer das Gesamtbudget nicht vergessen. Und wenn man sagt, ich habe meine Grenze bei Summe XY, dann darf man eben auch nicht unterschlagen, dass ein Lastrada und dass ein Westfalia entscheidend teurer sind als ein Pössl. Dafür können sie auch bestimmte Dinge mehr, aber man darf immer nicht unterschätzen, was für eine Macht das Volumen von Pössl hat. Und so muss man sich so ein bisschen an die Dinge rantasten und gucken, wie es ist. Das versuchen wir heute mal, das versuchen wir euch ja auch mit all den anderen Videos, die wir machen, einen Einstieg zu geben, damit ihr wisst, was gut ist. Und wir können so viel an den Autos individualisieren, dass man vieles von dem, was vielleicht bei einem Auto fehlt, ihr auch nachträglich durch uns umsetzen könnt. Bei dem Vergleich der Marken, an der Stelle nochmal kurz der Hinweis, zwei Dinge fehlen uns hier noch, oder zwei Marken fehlen uns hier noch. Zum einen gibt es von Pössl noch die Marke Globcar, die technisch gesehen recht identisch oder recht gleich ist mit den Pössl-Modellen, nur eine komplett andere Farb- und Formsprache mit drin hat. Da gucken wir mal mit den Leuten, was die beste Lösung für den Einzelnen ist. Und Roadcar jetzt hier in dem Vergleich als Einstiegsmarke aus dem Pössl-Programm fehlt, einfach weil wir momentan kein Roadcar auf dem Hof haben. Da werden wir euch demnächst die nächsten Autos vorstellen, wenn die ersten 21er Modelle von Roadcar dann auch bei uns sind. Als erste Frage würde vielleicht passen von Jakub Polanski. Welche ist die billigste Marke und welche hat die beste Qualität? Okay, billigste Marke als grober Einstiegspreis ist eine relativ einfach zu beantwortende Frage. Der Roadcar hat absolut gesehen den günstigsten Preis. Chris sucht jetzt mal parallel kurz den Einstiegspreis raus und blendet euch den mit ein, weil ich den tatsächlich nicht genau im Kopf habe. Die Frage ist, wie vergleichbar so ein Einstiegspreis ist, aber auch wenn ihr das Auto durchkonfiguriert, ist ein Roadcar immer das günstigste Fahrzeug. Preis-leistungstechnisch muss man so ein bisschen sagen, jede Marke hat auf ihrem Level eine Daseinsberechtigung. Aber es ist ganz klar so, Roadcar als Einstieg, Pössl vor allem mit den Plus-Sondermodellen in einem wahnsinnig attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. Und dann kommt eine relativ große Lücke zum Westfalia Columbus und zum Lastrada Avanti. Die sind dann schon spürbar teurer. Und das, was es unterm Strich für euch meist noch die Differenz noch größer macht, ist, dass ich zum Beispiel bei Lastrada unfassbar viel Optionen ab Werk habe. Und wenn ich mich für ein Lastrada entscheide und all diese Optionen durchspiele, dann wird aus einer anfangs gar nicht so großen Differenz, wenn ich es technisch vergleichbar habe, am Ende unterm Strich, was bezahlt wird, schon das deutlich teurere Auto. Qualitativ ist schwer zu beantworten, weil man, finde ich, auch immer Preis-Leistung im Verhältnis zur Qualität sehen muss. Und ganz klar man sagen kann, es gibt keine schlechten Autos mehr. Das kann man, glaube ich, auch losgelöst von unseren Marken sagen. Alle Marken haben inzwischen einen ganz guten Schritt nach vorne gemacht. Natürlich kann ein Roadcar nicht so aufwendig verarbeitet sein wie ein Lastrada, sonst würden wir auch keine Lastrada verkaufen. Natürlich kann ein günstiger Pössl keine Warmwasser-Fußbodenheizung haben wie ein Westfalia. Aber ist er deswegen ein schlechteres Auto, weil die Verarbeitungsqualität, gerade wenn man so ein Twin Plus, das ist ja Pössl D-Line, die Fahrzeuge werden bei Detlefs gefertigt, eines der ältesten und bekannt oder größten Werke für solche Fahrzeuge überhaupt, da merkt man schon, dass jahrzehntelange Routine drin steht. Und andersrum muss man eben schon sagen, wenn wir uns den Lastrada von innen anschauen, da haben wir ja auch neulich in einem Video zum Avanti L, das verlinken wir euch hier oben in der Ecke nochmal, zeigt, da ist schon unfassbar viel Liebe zum Detail und Aufwand in der Verarbeitung mit drin. Und dann auch der Aufwand, der in dem Westfalia Columbus steckt, eben auch ein riesengroßer mit so Fußbodenheizung und all solchen Dingen. Aber grundsätzlich muss man sagen, Wohnmobile sind alle von Menschen geschraubt. Das fehlerfreie Wohnmobil gibt es grundsätzlich nicht. Und zumindest für unsere drei Marken kann ich sagen, schwerwiegende Probleme gibt es nicht. Deswegen habe ich mit den klassischen Reisemobilen schon vor langer Zeit aufgehört, weil Undichtigkeiten und all solche Themen Sachen sind, mit denen ich nichts mehr zu tun haben wollte. Es hat mich einfach, ich konnte irgendwann nicht mehr schlafen, weil man es nicht mehr richtig im Griff hat. Wenn uns bei einem Kastenwagen was passiert, selbst wenn mal eine Dachhaube undicht wird, egal bei welcher Marke, dann nehmen wir die Dachhaube raus, dichten das neu wieder ein und dann ist alles wieder in Ordnung. Wenn mal ein Scharnier bricht, dann schrauben wir ein neues Scharnier rein. Aber es gibt im Kastenwagenbereich kaum Probleme, die man nicht in den Griff bekommt, sondern das sind alles Sachen, die wir hier mit unseren Bordmitteln, selbst wenn ein Lieferant mal nicht alles zur Hand hat, locker und entspannt reparieren können. Und damit, glaube ich, kann man sich zurücklehnen. Und diese Dichtigkeitsthematik ist so das Wichtigste im Wohnmobilbereich. Die spielt halt bei Kastenwagen einfach keine Rolle. Deswegen gibt es ja auch keinerlei vorgeschriebene Dichtigkeitsprüfung mehr. So, als erstes haben wir es uns hier im Lastrada Avanti XL gemütlich gemacht.
Bevor wir hier auf eure Fragen eingehen, wollen wir so ein bisschen, will ich 2 Sachen sagen zu 2 Themenbereichen, die wir heute so ein bisschen ausklammern aus unterschiedlichen Gründen. Zum einen geht es einmal um das Thema Gewicht. Da sind viele Fragen zugekommen. Da muss man aber tatsächlich sagen, es ist so ein individuell zu besprechendes Thema, dass man nicht pauschal sagen kann, welcher ist der leichteste, welcher ist der schwerste, sondern man muss ganz klar sagen, umso kürzer und umso einfacher das Auto ausgestattet ist, umso leichter ist er natürlich. Und umso hochwertiger und größer das Auto ist, umso schwerer ist es am Ende des Tages auch. Und natürlich ist ein Avanti EB von Lastrada als Jumbo-Kasten mit einem super aufwendigen Ausbau deutlich schwerer als ein Roadcamp 45 von Pössl zum Beispiel. Wir haben ja mit diesen, was wiegt eigentlich ein Videos schon so ein paar Videos gemacht, wo wir explizit auf die Gewichte eingehen. Aber da machen wir tatsächlich mit jedem Kunden im Rahmen der Beratung eine Gewichtsbilanz und dann muss man schauen, was passt. Da müsst ihr euch aber bitte die Videos zu den Fahrzeugen angucken, die euch interessiert. Bei den meisten gehen wir aktiv auf das Gewicht in dem jeweiligen Video mit ein. Fakt ist, ab 6 Meter mit viel Ausstattung müsst ihr euch überlegen, ob ihr auflasten wollt oder nicht. Bei 6,36 steht die Frage immer mit im Raum. Und da muss man einfach schauen, die Vor- und Nachteile. Da werden wir sicherlich nochmal ein grundlegendes Video drüber machen. Wir haben da noch das ein oder andere in petto. Das wird jetzt im Laufe des nächsten halben Jahres alles mit in die Wege geleitet werden. Das zweite Thema, und da weiß ich, und das merke ich auch bei jedem Video, dass das euch massiv interessiert, ist das Thema Dämmung, Isolierung, Wintertauglichkeit. Da sind so viele Fragen jetzt dabei gewesen, dass wir das für dieses Video auf jeden Fall ausklammern. Das reichen wir aber auf jeden Fall nach. Zum einen möchte ich dazu aber die ganz konkrete Aussage der Hersteller haben, dass man sagt, wir verwenden dieses oder jenes Material. Da bin ich gespannt, was wir von den Herstellern bekommen. Und dann muss man das vielleicht auch ein bisschen mit Fakten und solchen Dingen unterlegen und auch selber ausprobieren. Und das ist aber was wir nicht einfach pauschal in so einem Video beantworten können. Deswegen, die Fragen sind nicht übersehen, die kommen einfach später. So, was haben wir auf dem Zettel, Chris? Ja, wir hätten da ein paar Fragen zur Lieferzeit. Holgi5582 fragt, mit welchen Lieferzeiten muss man in der nahen Zukunft rechnen? Man hört von Lieferproblemen der Zulieferer. Ja, Holgi, akutes Thema. Und leider auch, wenn man Foren liest, ist es, man kann ganz klar sagen, das letzte Jahr war für unsere Branche sicherlich ein Jahr, was auch uns eher befeuert als gebremst hat. Und auch vor Corona-Zeiten hatten wir schon keine Langeweile. Das muss man ganz klar sagen. Auch schwer pauschal zu beantworten, weil man eigentlich wirklich für das separate Modell, was interessant ist, die Lieferzeitfrage stellen muss. Wir haben, um das mal ins Extreme zu überführen, ich habe verschiedene Fahrzeuge auf dem Hof, die können wir sofort liefern. Es gibt bestimmte Baureihen, zum Beispiel, wenn wir einen Pössl Tubin Plus nehmen, wo wir irgendwann für eine Wunschbild, da kommen noch 2, 3, 4 Fahrzeuge übers Jahr gesehen und dann kommen zum Herbst, können wir da auch wieder Wunschkonfigurationen mit anbieten. Wir können es aber eben auch ins Extreme nehmen. Wenn wir zum Beispiel einen Pössl Summit nehmen, dann sind wir für das Modelljahr 21, also alle Fahrzeuge, die bis Sommer diesen Jahres kommen und so gut wie komplett für das Modelljahr 22, also alle Fahrzeuge, die bis Sommer nächsten Jahres kommen, ausverkauft, sodass wir da über Spät-, Sommer-, Herbst 22 für einen Pössl Summit sprechen. Und um das hier auf Lastrada zurückzuführen, ist das natürlich auch was, wo wir uns eher Richtung Ende 22, Anfang 23 bei einigen Modellen bewegen. Aber auch da haben wir natürlich Fahrzeuge im Vorlauf, die teilweise auch noch frei konfigurierbar sind. Also eigentlich müsst ihr mit der konkreten Frage, das ist das Fahrzeug, was ich haben will, muss man konfigurieren, gucken, passt einer aus dem Vorlauf, muss er bestellt werden und darüber kommt dann auch die Antwort, wie lang die Lieferzeit ungefähr sein wird. Okay, das war auch die Frage von Chris Hilly. Mich würden die Lieferzeiten von Lastrada interessieren. Also angenommen, ich möchte jetzt dieses Auto hier neu bestellen. Wann kommt das explizit an? Wenn wir einen Avanti XL nehmen würden, reden wir über, bei den meisten Autos Lastrada reden wir über irgendwo im Sommer des kommenden Jahres, also Sommer 22. Wenn du dich zum Beispiel für einen Lastrada Nova interessierst, reden wir tatsächlich schon über Anfang 23. Und das Ganze auch ehrlicherweise noch momentan schnell mit wachsend. Also dauert alles ein bisschen und dann haben wir aber auch bei Lastrada einzelne Fahrzeuge eben noch hier. Okay, viel nachgefragt auch und M1RT9N fragt, gibt es bereits Infos, ab wann der Pössl Campstar
kommen soll. Ja, das ist, wann man ihn mal live sehen kann. Das ist meine Lieblingsfrage und ich kann sie nicht beantworten. Ich kann dir, lieber M1RT9N, einfach nur versprechen, sobald ich einen Camstar hier habe und sobald wir wissen, was er konkret kostet, nichts würde ich lieber tun, als ein ausführliches Video darüber machen, weil zum einen ich mir gut vorstellen könnte, einen Vanstar als eigenen PKW, als Familienkombi zu fahren und ich mich schon wahnsinnig auf das Auto freue. Wir hoffen, dass jetzt im späten Frühjahr, frühen Sommer zumindest mal die endgültigen Listen klar sind und dann auch kurz danach die Autos kommen. Über ein wunschkonfiguriertes Auto. Dieses Jahr werden nicht viele Vanstar und Camstar gebaut werden. Wunschkonfiguration zum Ende des Jahres hin, denke ich. Und dann sollten wir im Kalenderjahr 22 auch in langsam nennenswerte Stückzahlen kommen. Wie so oft bei Neuentwicklungen von Autos ist der Weg dann doch etwas länger, als man eingangs gehofft hatte. Wir sind jetzt rübergesprungen in den Pössl Twin S. Das ist übrigens ein Fahrzeug, was wir auch gerade in der letzten Zeit verglichen haben mit dem Trenta von Pössl und auch innerhalb der Twin Plus Modelle. Da verlinken wir euch auch nochmal das Video oben. Schaut euch das also auf jeden Fall auch an, wenn ihr ein bisschen mehr ins Detail einsteigen wollt, was das Fahrzeug angeht. So, was haben wir an offenen Fragen hier? Ja, wir haben da noch ein paar. Und zwar Verkrümmelvan fragt: Moin, mich würde die Entwicklung der Fertigungsqualität über die letzten 1 bis 2 Jahre interessieren. Gleich, schlechter, besser, mit Unterschieden je nach Hersteller. Jo, das ist schwer pauschal zu beantworten, weil man doch bei den Fahrzeugen immer wieder merkt, dass es auch von Menschen gemacht ist und was ich eingangs schon gesagt habe, das fehlerfreie Wohnmobil gibt es nicht. Ich finde, dass wir grundsätzlich insgesamt ein relativ hohes Produktionsniveau haben, was die Fahrzeuge angeht. Das kann man, glaube ich, für viele andere Marken genauso sagen. Ganz klar ist es so, wenn irgendwo neue Produktionsstätten eröffnet werden oder neue Modelle reinkommen, wie man schon sagt, am Anfang passieren Dinge, bis sich alles richtig rundgeschliffen hat. Da haben wir manchmal einen Handgriff mehr zu tun als vorher. Insgesamt muss man sagen, wir sind trotz des großen Zuwachses, finde ich, das relativ gleichbleibend. Und wir haben so ein paar Kleinigkeiten, die wir aber im Griff haben. Und das, was wir kennen, versuchen wir, bevor ihr die Fahrzeuge kommt, schon auszumerzen. Sodass ich für mich sagen würde, im Prinzip gleichbleibend. Ich kann ganz klar sagen, bei Westfalia haben wir einen ganz klaren Trend nach oben. Da hatten wir zwischendurch in einem alten Werk so eine kleine Phase, wo es nicht ganz so optimal gelaufen ist. Und da muss man ganz klar sagen, das ist ausgemerzt und richtig toll und vernünftig. Und Lastrada und Pössl, würde ich einfach sagen, sind gleichbleibend auf dem Niveau, wie das vorher war. So dass insgesamt, ich bin zufrieden, sagen wir es mal so. Das ist gut. Meschmasch fragt: Hallo nochmal, kann ich in einen Pössl Road Cruiser XL eine Summit-Küche und eine Trockentrenntoilette mit Sog einbauen lassen? Okay, 2 Fragen sind das. Beide ganz klar zu beantworten. Frage 1, Summit-Küche im Road Cruiser XL, keine Chance. Keiner der Hersteller das sind Autos, die europäisch typhomologiert sind, keiner wird Grundrisse untereinander mischen. Und das im Nachgang zu machen, ist einfach weit weg von jeglicher Wirtschaftlichkeit. Die Trockentrenntoilette, gar kein Problem, haben wir schon gemacht. Die passt auf jeden Fall rein. Die Kombination einer Trenntoilette und einer Sog sehe ich ehrlicherweise nicht, weil bei einer Trenntoilette, je nachdem welche du nimmst, wir verbauen eine Erhard-Toilette, ist ein Gebläse automatisch mit dabei. Da brauchst du keine Sog mehr, weil das automatisch aktiv absaugt. Wir nehmen im Prinzip von der Sog nur noch den Deckel, um es von außen eleganter zu machen. Klar kann ich dir aber auch eine Sog einbauen, wenn du das wollen würdest, aber es geht, glaube ich, mehr um den Aktivkohlefilter und den setzen wir sowieso, wenn wir dein Auto umbauen, automatisch mit rein. Okay, Hufmann Schubert 911 fragt: Ist es technisch möglich, in den 3 oben genannten Wohnmobilen, speziell Pössl Prime 45, Lastrada Avanti M, Amundsen 45, eine Verbrennertoilette Cinderella einzubauen? Ja, kann ich tatsächlich nicht konkret beantworten. Ich kann ganz klar sagen, dass wir das nicht können oder machen, weil wir diese Cinderella-Toilette, ich habe die noch nie eingebaut, ich kenne das Prinzip. Ich könnte mir vorstellen, dass es schwer wird, weil bei den 540ern die Nasszellen relativ eng sind. Da bekommen wir schon mit den normalen Trockentoiletten echte Platzprobleme und meines Wissens ist die Cinderella eher größer als eine Trockentrenntoilette. Dementsprechend würde ich sagen, also ich kann ganz klar sagen, wir von Togo machen das nicht, aber ich glaube, dass es auch tatsächlich technisch eher nicht möglich ist.
Dann noch eine Frage, da habe ich gerade keinen Namen, blenden wir aber mit ein. Mich würde interessieren, in welchen Modellen jeweils ein Schwenkbad bzw. ein Bad mit richtiger Duschtür möglich ist, also ohne Duschvorhang. Okay, da hoffen wir mal, dass wir nichts unterschlagen. Wir blenden jetzt mal hier so eine Liste ein. Also Schwenkbad ist eine Pössl individuelle Lösung sozusagen. Das heißt, bei Pössl habt ihr das Schwenkbad im Summit 540, Summit 540 Prime, in den Summit 600, Summit 600 Prime und bei den beiden 640ern, also Prime und nicht Prime auch. Alle 6 Summits haben Schwenkbäder mit drin. Zusätzlich seit diesem Modell ja auch noch der Two-in Vario. Da könnt ihr wählen zwischen dem Raumbad und dem Schwenkbad, aber der ist auch mit dem Schwenkbad drin. Mehr Schwenkbäder gibt es im Pössl-Programm nicht. Lastrada und Westfalia haben gar kein, und auch Roadcar haben gar kein Schwenkbad mit dabei. Und die Summit-Modelle bei Globcar sind 1:1 die gleichen wie bei Pössl, also da ist es wirklich genau das Gleiche. Nasszellen mit fester Toilette ist schon komplizierter, mit fester Tür. Oder Toilette ist es einfacher, einen ohne Duschvorhang? Ohne Duschvorhang ist im Prinzip, kann man ganz klar sagen, bei Pössl würde ich das Raumbad mit dazu zählen. Da ist kein Duschvorhang, aber auch keine feste Tür mit den Lamellentüren. Das müsste man sich überlegen. Aber da wären es halt Two-in Air und der Road Cruiser, die in Frage kommen könnten. Bei Lastrada haben wir den Avanti C. Das ist so ein bisschen eins von 2 Fahrzeugen, die mir jetzt aus dem Stegreif einfallen, die eine richtig separate Dusche mit einer Duschtür wie der zu Hause hat. Und natürlich bei Lastrada die Modelle Nova M und Nova EB, die aber schon fast nicht mehr Kastenwagen sind, also einfach insgesamt eine Nummer größer. Und bei Pössl hätten wir den Roadstar 640 DK, das ist ein 636er, der auch eine richtige separate Duschkabine und so eine Art Linerbad in der Mitte hat. Aber das dürften auch schon die Fahrzeuge sein, die Duschen ohne Vorhang haben. Das ist im Kastenwagenbereich einfach relativ klein. Vielleicht kannst du noch die Aufstelldächer mit reinnehmen, da kann man nämlich hinten draußen duschen, da haben die auch keinen Vorhang. Da hätten wir dann noch einen Westfalia Club, Joker City und einen Kepler One. Aber das Spaß ist nicht ganz ernst gemeint. M. Waterschlag fragt, beim Vergleich würde mich interessieren, welche am besten für eine Familie mit 2 kleinen Kindern geeignet ist. Wer bietet das beste Raumkonzept? Tja, wir verkaufen viele Autos an verschiedene Familien. Dementsprechend weiß ich, dass es nicht das beste Auto für eine Familie gibt, weil ich sehe, wie unterschiedlich die Dinge sind, die die Leute haben wollen. Grundsätzlich gibt es verschiedene Fahrzeuge, die natürlich besonders familiengeeignet sind, aber ihr müsst euch so ein bisschen Gedanken machen, was ist die Richtung, in die das Ganze gehen soll. Kernfrage ist, wollt ihr in einem Aufstelldach schlafen, so wie wir das jetzt zum Beispiel hier auf dem Westfalia Columbus haben? Oder wollt ihr ein festes Dach haben? Seid ihr bereit, Betten zu bauen? Oder müssen die Betten dauerhaft vorhanden sein? Meine Kinder sind ja nur 6 und 8, das heißt, ich bin quasi 4 Jahre weiter, als ihr das aktuell seid. Wir haben für uns für dieses Jahr einen Westfalia Columbus 600 bestellt. Ich bin sehr gespannt, weil das Thema Aufstelldach für mich eine komplett neue Erfahrung ist. Ich sehe aber, wie viele Fahrzeuge mit Aufstelldächern wir an Familien verkaufen. Da hast du halt den Vorteil, dass das Dach tagsüber relativ flach ist und man ein normaler Kastenwagen ist. Und abends, wenn man es hochklappt, hat man halt ein richtiges Zweiraumkonzept. Das ist sicherlich noch nichts für Einjährige, aber auch 4- und 1-Jährige sind ja in 6 Jahren dann 7 und 10. Also du musst ja in die Zukunft so ein bisschen planen. Und da kann man, glaube ich, auch sagen, wenn ihr beide jetzt sehr groß seid, dann sollten hinterher auch große Betten sein. Und es ist auch immer eine Frage, wie lange ihr so ein Auto halten wollt. Konzeptionell ist einfach die Frage, festes GFK-Hochdach, sowas wie zum Beispiel im Pössl Vario 545 oder im Pössl Two-in Vario. Oder lieber Aufstelldach. Da kann man klar sagen, Pössl hat für fast jedes Auto ein Aufstelldach im Programm. Westfalia für die komplette Columbus-Baureihe und für den James Cook ein Aufstelldach. Lastrada sagt zum Beispiel ganz klar, Aufstelldach machen wir nicht. Ein festes GFK-Hochdach machen wir auch nicht. Bei Lastrada haben wir mit dem Avanti F dafür aber ein Konzept, was auch großartig für Familien ist, weil es ein Hubbett vorne über der Sitzgruppe hat und ein großes Bett hinten drin und damit einfach unterschiedliche Dinge hat. Also das sind so ein bisschen die Familiengrundrisse, die mir so aus dem Stegreif einfallen. Aber da müsst ihr einfach wirklich selber in die Fahrzeuge reinschauen, weil alle für unterschiedliche Familientypen, unterschiedliche Reisearten, Menge an Gepäck, Führerschein, den du vielleicht hast, weil bestimmte Modelle einfach mit 3,5 Tonnen nicht mehr funktionieren, da ganz spannend sind. Wer sich für das Auto interessiert, was wir für uns konfiguriert haben, da kommen nämlich auch die Themen Gewicht, wie gut funktioniert das als Familie, was bauen wir uns zusätzlich noch mit vor.
Folgt uns auch quasi oder andersrum, wir blenden oben für den Link zu dem Konfigurationsvideo von unserem Columbus mit ein. Und da werden wir jetzt, der Wagen wird irgendwann in den nächsten 4 bis 8 Wochen kommen, Stück für Stück auch erklären, wie wir modifizieren und vielleicht auch wieder zurückbauen, wenn die Modifikation mir nicht so gut gefallen hat. Ja, damit ist eigentlich auch die Frage von Anna Banana beantwortet, welche Modelle für 4 Personen geeignet sind, Längsbett und Aufstelldach. Wobei Längsbett nochmal was anderes. Längsbett und Aufstelldach macht das Angebot extrem klein. Längsbett und Aufstelldach ist ein Pössl Roadster 600L. Woanders gibt es das nicht. Alle anderen Fahrzeuge, na unten stimmt gar nicht. Haben wir natürlich, bei Pössl habe ich gerade einen 636er mit Aufstelldach verkauft. Beim Road Cruiser, den gibt es ja als Road Cruiser B und Co. auch also für fast alle 636er, bis auf den Trenta kann ich bei Pössl auch bei Längsbett ein Aufstelldach bestellen und 6 Meter und Längsbett ist nur der Roadster 600L. Marco Schmitz fragt, passen 4 Leute wirklich brauchbar rein? Ja, grundsätzlich ja, aber man muss natürlich ganz klar sagen, und das ist wieder einer der Punkte, was ich ganz am Anfang gesagt habe, wenn man sagt, ich habe 4-mal so mein Format. Ich bin groß, meine Frau ist auch groß, und unsere Kinder sind zwar jetzt 8 und 6, die werden aber auch groß. Das ist zum Beispiel einer der Gründe, weshalb wir uns für dieses Jahr für den Columbus entschieden haben, weil er eine breite Bank hat. Ich habe mal was zum Messen mitgebracht und wir gucken jetzt mal einmal, wie breit die Bank ist. Ich gehe mal wirklich von der Außenwand hier bis dahin. Wir haben jetzt hier 1,10 als Bankbreite. Bei Vestaia habe ich 2 Bankbreiten zur Auswahl. Es gibt auch eine schmalere Bank. Aber wir können ja einfach mal gucken. Wir versuchen mal einzublenden, wie es ist, wenn ich hier sitze. So sitze ich komfortabel an der Außenwand. Und so sitze ich komfortabel auf dem Mittelgang. Das ist schon mit 1,10, das ist aber auch mit Abstand die breiteste Bank, die da ist. Ein komfortables, tolles Sitzen. Und jetzt springen wir mal kurz rüber in den Avanti. Hier im Avanti XL von Lastrada muss man sagen, die Sitzbank ist deutlich kompakter. Hier haben wir ja, so ungefähr 85. Das sind also nach Adam Riese 25 cm weniger. Und das merkt man natürlich auch sofort beim Sitzen. Ich sitze zwar sehr komfortabel, weil die Bank auch total gut verschiebbar ist. Aber das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, zum Beispiel mit 2 dieser Kinderohrensessel, also die breiten Hochsicherheitskindersitze, die man so hat für kleinere Kinder, funktioniert das auf dieser Sitzbank nicht. Wir waren letztes Jahr inzwischen schon vorletztes Jahr mit einem Avanti F von Lastrada unterwegs. Großartiges Familienauto. Funktioniert aber nur, solange ein Kind mit Kindersitz und eins mit der Sitzerhöhung fährt. 2 dicke Kindersitze nebeneinander funktioniert nicht. So, ich sitze jetzt ungefähr in einer ähnlichen Position wie eben. Und wenn ich jetzt hier auf die Außenposition rüberrutsche, und jetzt sitze ich komfortabel auf der mittleren Position. Also von hier nach Sardinien, 2-mal Markus auf der Rückbank. Vom Sitzpolster ja, von der Sitzbreite sicherlich nicht. Und jetzt springen wir noch mal rüber in den Pössl und schauen uns an, wie das dort ist. Das ist jetzt die Sitzbank im Pössl Tuben S. Das fühlt sich so ähnlich an von der Breite wie die Lastrada. Wir schauen mal, von der Außenwand gemessen. Ja, wir haben hier Polster, ist sogar noch mal 2-3 cm kürzer. Also wir haben hier etwas über 80 cm in der Breite. Dementsprechend, das sieht man ja auch, wenn ich sitze. Jetzt sitze ich auf der Außenposition. Und so sitze ich auf der Innenposition. Also, also auf der Position zum Gang hin. Das ist auch ähnlich wie beim Lastrada jetzt nicht unbedingt die Lösung, wo man 2 1,90 Meter Menschen mit über 100 Kilo hinsetzen wollen würde. Für Kinder funktioniert das hervorragend. Dazu müsst ihr vielleicht bei den einzelnen Modellen immer noch mal gucken, wo habe ich Isofix, wo habe ich kein Isofix. Braucht ihr überhaupt noch Isofix für eure Kinder? Also einfach schauen, was der richtige Weg ist. In der Regel kann man aber in den Fahrzeugen, die als Familiengrundrisse angeboten werden, auch auf jeden Fall seriös und vernünftig zu viert fahren. Und eine breite Sitzbank hat ja auch immer so ein bisschen den Nachteil, dass der Gang deutlich schmaler wird. Das ist wahrscheinlich, wenn man jetzt nochmal die beiden Bilder einblendet, Vestaia und hier, dass man einfach deutlich sieht, wie viel breiter das hier drin ist. Und da muss man einfach gucken, ist immer so ein bisschen Abwägungssache und auch vor allem Geschmackssache und auch Typfrage der Familienbauweise. Okay, ja, das war auch die Frage von Peterberg 757, die Breite der Sitzbank, sehr interessant mit 2 Teenagern. Wir können jetzt einfach nochmal einblenden, alle. Genau, wenn ich es mir richtig gemerkt habe, wir haben Columbus 600 mit
1,10 Meter. Der Columbus 601 hat eine etwas schmalere Bank mit 1 Meter. Das sind die beiden breiteren Sitzbänke. Im Lastrada haben wir 85 cm und im Pössl Twin S haben wir etwas über 80 cm. Nächste Frage wäre von Pico Dampf. Ja. Hallo, bitte auf die Energiekonzepte eingehen, also was serienmäßig verbaut ist. Okay, also Pico Dampf mache ich gerne. Vorweg gesagt, die wenigsten Autos verlassen diesen Hof so, wie sie ab Werk gekommen sind. Also muss man immer so ein bisschen sagen, wir müssen, glaube ich, trennen und gucken, was serienmäßig drin ist. Serienmäßig ist es aber bei allen Herstellern relativ ähnlich. Im Grundsatz ist immer eine Bordbatterie. Die Fiat-Batterie ist ja sowieso alles ein separates System und bei allen Autos gleich. Bei Pössl ist es so, dass du das normale Netzladegerät hast. Du hast eine 92 oder 95 Ampere Bordbatterie mit drin. Und was ganz cool ist, in dem All-In-Paket, zwar als Option mit drin, aber das All-In-Paket bestellt man bei Pössl prinzipiell mit, auch schon Ladebooster mit dabei. Und diese Grundaufteilung hast du bei jedem Auto. Auch ein Westfalia hat immer ein normales Netzladegerät von Haus aus mit dabei und eine Bordbatterie zusätzlich zur Fiat-Batterie. Lastrada macht es ganz genauso, Ladegerät und Bordbatterie. Und bei allen 3 Herstellern hast du ab Werk die Möglichkeit, also bei Pössl und bei Westfalia kann ich ab Werk eine zweite Batterie dazu bestellen. Dann sind die fertig mit Batterien. Also wenn es solche Themen wie Lithium-Batterie angeht, machen wir das. Das machen wir sehr viel und sehr gern. Bei Lastrada habe ich die volle Auswahl. Da schlägt wieder die kleine Manufaktur durch, wo ich einfach von der normalen Serienbatterie über eine 150 Ampere AGM-Batterie über 4 oder 5 verschiedene Lithium-Batterien nahezu alles haben kann. Hier ist der Ladebooster serienmäßig. Beim Westfalia kann ich ihn nicht bestellen, da bauen wir sie bei fast allen Autos ein. Bei Lastrada kann ich, nein, das ist Quatsch gewesen. Hier ist er nicht serienmäßig, hier ist er im All-In-Paket drin. Bei Westfalia machen wir den Ladebooster bei uns und bei Lastrada ist er nicht serienmäßig, aber ab Werk bestellbar. Okay, ja, die Frage von PHH, die ist auch ähnlich. Mich würde interessieren, welches Modell mich so unabhängig wie möglich von allen Stellplätzen machen kann. Also man kann sagen, das geht mit allen, oder? Das geht im Prinzip mit allen. Vielleicht ist für dich dann die Kernfrage nochmal über das Batteriethema hinaus. Solar kriegen wir überall mit drauf, auch in unterschiedlichen Stärken, abhängig von der Dachgröße. 110 Watt gar kein Problem, 220 oder auch 300 Watt machen wir selten, geht aber meistens auch. Du musst dir sicherlich noch ein bisschen Gedanken machen, über was für einen Kühlschrank möchte ich haben, Kompressor- oder Absorberkühlschrank. Da ist es so, Westfalia hat von Haus aus, glaube ich, den Autark-Ansatz am meisten drin, weil sie von Haus aus auf eine Dieselheizung, auf einen Kompressorkühlschrank und das eben im Idealfall kombiniert mit Ladebooster und Solaranlage setzen. Bei Lastrada hast du die freie Wahl zwischen Diesel- und Gasheizung, zwischen Absorber- und Kompressorkühlschrank und auch Solar- und große Batterien kannst du ab Werk mitbestellen, genauso wie den Ladebooster. Bei Pössl ist es so, dass ihr euch die Kühlschränke nicht aussuchen könnt, sondern dass es bestimmte Modelle gibt. Der Twin S hat zum Beispiel einen Kompressorkühlschrank, der als der bessere Kühlschrank fürs autarke Stehen gilt. Aber es gibt andere Modelle, wie zum Beispiel den normalen Twin, die dann auch Absorberkühlschränke haben. Und da kommt dann der gute Verkäufer, mein Team und ich hoffentlich, für euch mit ins Spiel, weil das genau die Punkte sind, wo wir individuell auf die Kundenwünsche eingehen. Und je nachdem, was der Wunsch ist, wie lange man frei stehen will, können wir euch da gut beraten. Und da finden wir schon den richtigen Weg, der genau für euch passt. Dazu passend auch die Frage von Metal and Whiskey. Mich würde interessieren, Ladebooster bei den 6D-Temp-Motoren notwendig? Wenn ja, welcher Hersteller bietet einen Booster in Serienumfang? Genau, wo er serienmäßig ist, habe ich eben ja gerade gesagt. Notwendig, ja, um vernünftig während der Fahrt laden zu können. Ja, weil es zu viele Situationen gibt, in denen die Motoren durch die intelligent regelnden Lichtmaschinen das nicht mehr machen. Es ist nicht notwendig, damit die Technik funktioniert, aber damit ihr viel Spaß im Urlaub habt, ist für mich ein Ladebooster was unbedingt in so ein Fahrzeug mit reingehört. Wenn ihr eine Lithium-Batterie einbaut, ist es sogar eine zwingende Notwendigkeit, weil sonst die Ladung nach hinten während der Fahrt gar nicht funktioniert. Und warum machen das eigentlich nicht alle von vornherein? Da müsste man jetzt so ein Emoji, gibt es doch so ein Emoji, was so macht. Keine Ahnung. Ein Ladebooster kostet Geld, ihr müsst ihn bestellen. Ich weiß es nicht genau.
Wir achten darauf, dass unsere Kunden Ladebooster bekommen, wenn die Urlaubssituation das braucht. Aber er sollte auf jeden Fall mit dabei sein, gerade bei den neuen Autos. Wir sind wieder zurück im Avanti XL, das Auto mit der größten Stehhöhe. Auf jeden Fall. Was haben wir noch für Fragen auf dem Zettel? Susanne Küster fragt, guten Tag an die Elbe. Gibt es den Lastrada bei 540 auch mit der Möglichkeit einer Trenntoilette und auch mit Aufstelldach? Kann man ein Teil der Frage kann ich ganz klar beantworten. Aufstelldach bei Lastrada momentan nicht im Programm vorgesehen. Trenntoilette müsste man einmal schauen und genau messen. Vom Volumen passt das rein. Aber ihr habt beim Lastrada, der hat ja diese Lamellentüren, die nach innen öffnen. Und es hilft ja nichts, wenn wir nur eine Toilette reinstellen, was sicherlich geht. Du musst ja gleichzeitig noch auf Klo sitzen können und die Türen müssen gut aufgehen können. Müsste man messen, eher unwahrscheinlich. Sollte auch bei fehlendem Aufstelldach das trotzdem für dich noch ein relevantes Auto sein. Komm gerne auf uns zu. Kathi Bräuner fragt, welche haben Einzellängsbetten? Ganz, ganz viele. Da sei dir unsere Playlist vom Fahrzeugen mit Einzelbetten ans Herz gelegt. Die verlinken wir dir unten in der Videobeschreibung. Auch jeder andere, der sich für Einzelbetten interessiert. Da sammeln wir alle Videos zu den einzelnen Grundrissen. Das gibt es übrigens auch für familientaugliche Fahrzeuge, 6 Meter Fahrzeuge mit Querbett und 540er mit Querbett. Und dann fragt Tour on Tour, mich interessiert das Sicherheitskonzept im Vergleich und die Bäder. Okay, zu den Bädern haben wir ja schon ganz viel gesagt, mit wo feste Nasszellen, Raumbäder, Schwenkbäder drin sind. Sicherheitskonzept ist kein Unterschied zwischen den Herstellern. Auch da haben wir einmal so ein Video gemacht zu der Absicherung eines Fiat Ducatos, aber die grundsätzliche Absicherung ab Werk ist bei einem Pössl genauso wie bei einem Westfalia, genauso wie bei einem Lastrada. Meshmash hatten wir glaube ich schon mal. Meshmash fragt, hallo liebes Togo-Team, vielen Dank für die immer tollen Videos. Ist es möglich, bei einem H3-Dach, in Klammern Pössl Road Cruiser XL, vorne einen Skyroof einzubauen? Lieber Meshmash, nein, das ist leider nicht möglich. H3 gibt es noch überhaupt keinen Skyroof-Ansatz. Ich befürchte, das wird auch nicht kommen, weil die H3-Fahrzeuge dann doch kein so großer Anteil am Markt sind, dass es sich für einen Hersteller lohnen würde. Und dann hätten wir noch eine Frage von Michel77L oder I. Mich würde interessieren, wie sich die 9-Gang-Automatik so schlägt. Okay, ja, mich auch. Deswegen habe ich mir einen mit 9-Gang-Automatik bestellt. Nein, Quatsch beiseite. Also grundsätzlich ist das eine großartige Automatik, während ich früher immer gesagt habe, mit der vorautomatisierten Kupplung, die alte Fiat-Automatik hatte, das nur, wenn man unbedingt Automatik will, ist es jetzt so, dass wir sehr viele Fahrzeuge bei Fiat mit Automatik haben, dass wir nur begeistertes Feedback haben. Bestes Beispiel, ich habe letzte Woche einen Columbus 600 ausgeliefert. Schöne Grüße, ihr wisst, wer gemeint ist. Die Menschen haben vorher schon einen Columbus 600 gehabt, vorher ohne Automatik, jetzt mit Automatik. Und das Feedback nach der Fahrt nach Hause ist, es ist ein komplett anderes Auto gewesen mit einem riesen Komfort Plus. Ich selbst habe mir ein Auto mit Automatik bestellt und werde am Ende der Saison, wenn wir so ein Resümee aus unserem Columbus ziehen, sicherlich nochmal meine eigene Meinung dazu haben. Aber das Feedback der Kunden ist sehr, sehr gut. Das war ein Großteil eurer Fragen. Ich hoffe, dass euch das alles ein bisschen weiterbringt. Ich wäre vor allem gespannt über Feedback von euch, ob das für euch interessant ist, wenn individuelle Fragen in solche Videos mit reingehen, weil es ja eben doch oft ganz speziell eine Frage für einen einzelnen Kunden ist. Aber ich glaube, dass vieles davon eben auch für viele verschiedene Leute interessant sind und vielleicht auch für die, die da noch gar nicht drüber nachgedacht haben, irgendwie Denkanstöße mit dazukommen. Ja, ihr merkt aber an den Fragen und an den ausschweifenden Antworten, dass man pauschal vieles nicht beantworten kann, sondern dass das einfach wirklich individuelle Themen sind. Und was ich am Anfang gesagt habe, ihr müsst für euch die wichtigen Kriterien festlegen und lasst euch bloß nicht von dem Nachbarn, von den Verwandten, von den Freunden reinreden, sondern ein Kastenwagen ist eine höchst individuelle Entscheidung und auch gleiche Grundrisse sind grundverschiedene Fahrzeuge und ihr müsst wirklich gucken, was ist das, was zu euch passt und was das ist. Ich hoffe, dass am Ende des Tages eins der Fahrzeuge ist, die auch wir von Togo verkaufen. Würde mich freuen, wenn ihr euch früher oder später an uns wendet, wenn ihr euer Wunschfahrzeug gefunden habt. Bis dahin wünsche ich euch ganz viel Spaß mit allen weiteren Videos. Schreibt mal gerne noch in die Kommentare rein, ob wir sowas in Zukunft häufiger machen sollen.
Oder ob ihr sagt, das war ein netter Ansatz, aber lasst es doch lieber bleiben, sondern zeigt uns nur die Fahrzeuge. Viel Spaß mit allen Videos auf unserem Kanal. Bis bald bei uns in Stove. Alles Gute, bis bald.